Hallo, mein Name ist Sos, auch Niki genannt, und ich begrüße dich herzlich zum Cosmic Talk, einem Eigenformat von einem Videopodcast. Ich möchte mit dem Cosmic Talk gerne deine innere Heilung von verschiedenen Blickwinkeln angehen und betrachten. Dabei teile ich meine persönlichen Erfahrungen, mein Wissen sowie wichtige Theorien zur psychologischen, körperlichen, geistigen und spirituellen Entwicklung. Der Mensch bewegt sich aus Erfahrung und nur durch das Teilen dieser Erfahrungen wird Veränderung überhaupt sichtbar. Ich möchte zeigen, welchen Weg ich selbst gegangen bin und damit eure innere Handlung, deren Heilung und Wachstum ankurbeln, um an den Ort zu gelangen, wo ihr im tiefsten Inneren gern sein möchtet oder einen Wunsch zu verwirklichen, der bis und mit heute nicht erreichbar zu sein schien. Durch die Psychosynthese und meine Perspektiven möchte ich euren Blick erweitern. Ich möchte eure bisherigen Ansichten bestätigen, hinterfragen oder euch die Möglichkeit bieten, eure Anliegen und Fragen näher zu beleuchten. Die Psychosynthese ist kurz gesagt die Philosophie des Individuums und bedeutet, dass eine ganzheitliche Heilung angestrebt wird. Alle Ebenen werden gleichermaßen betrachtet und individuell angegangen. Dabei geht es nicht um allgemeine psychologische Standardlösungen und Konzepte, die oft wenig individuell angehaucht sind. Die Schemata in der Psychosynthese sind vielmehr visualisierte Ansätze, die als Ausgangspunkt dienen, anstatt ein festgelegtes Ende darzustellen. Was bedeutet, dass dein innerer Prozess angestrebt, angekurbelt und betrachtet wird. Manche Krankheitsbilder oder therapeutische Konzepte tun dies heutzutage nicht mehr und ich möchte gerne das Wissen, welches ich aufgebaut habe, mit euch teilen. Und nun möchte ich zum heutigen Thema voranschreiten. Die emotionale Nacktheit. Mit dem Thema der emotionalen Nacktheit möchte ich euch einladen, einen tieferen Kontakt zu den Themen Emotion und Nacktheit herzustellen. Oftmals assoziieren wir Nacktheit mit dem nackten Körper, da unser System darauf ausgelegt ist, uns auf unsere Grundbedürfnisse zu reduzieren und diese im Verborgenen zu halten. Heute möchte ich den Begriff Nacktheit jedoch in einem anderen Kontext verwenden, und zwar im Hinblick auf unser inneres Leben und nicht unser Äußeres. Da man Emotionen nicht sehen oder einschätzen kann, weil sie in jedem Menschen anders stattfinden aufgrund unterschiedlicher menschlicher Erfahrungen, werden sie in unserem System als unwichtig, störend oder gar übertrieben empfunden. Es ist nicht fassbar wie ein gebrochener Arm oder wie ein gebrochenes Bein. Es braucht viel Verständnis, viel aktives Zuhören und Beobachten der eigenen Körperveränderungen, um den inneren Schmerz wahrzunehmen. Da dieser emotionale Druck uns alle betrifft, auch wenn du ihn vielleicht nicht so gut spürst wie andere, ist er da global, da wir so aufgezogen werden. So werden wir in dieses Leben hineingeboren. Diesen Werten wachsen wir auf. Die emotionale Nacktheit wird in unserer Gesellschaft oft als Schwäche oder negativ empfunden und assoziiert. Das hängt mit dem Fokus unserer Kultur auf Macht und Kontrolle zusammen. Macht über Ressourcen wie Saatgut oder Suchtmittel wie Kaffee und weitere, über die Natur, andere Menschen, man denke an die Geschichte der Sklaverei und auch Tiere, was im Moment immer mehr und mehr und mehr wächst, erst recht mit den verschiedenen Social Medias. Durch unsere Fähigkeiten, analytisch zu denken, hat sich ein Verhaltensmuster in unserem Menschsein entwickelt, das gegen natürliche Lebensgesetze arbeitet. Obwohl wir uns oft Veränderungen wünschen, suchen wir diese überwiegend im Außen. Echte, tiefe Veränderung jedoch kann nur im Innen heraus stattfinden und von dort entstehen. Denn das Außen ist meist unveränderbar. Erst wenn wir unser Inneres verändern, wandelt sich auch unser Umfeld, Beziehungen, Kommunikation oder Körpergefühle. All das reagiert auf innere Prozesse. So können wir alte emotionale Muster, die uns nicht mehr nützen, durch neue förderliche Strukturen ersetzen.
Menschen, die diesen Schritt der inneren Veränderung vermeiden, tragen oft ein Leben lang dieselben Schwierigkeiten und Probleme mit sich herum. Seien es körperliche Beschwerden, quälende Gedanken oder unausgesprochene Emotionen, spielt da nicht wirklich eine große Rolle. Diese ungelösten inneren Konflikte spiegeln sich im Leben wider. Das Sprichwort, wie man andere behandelt, so wird man auch selbst behandelt, oder so wünscht man sich, dass man auch selbst behandelt wird, hat gerade in Zeiten von Krisen wie der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Die Pandemie zwang uns auf unsere unmittelbaren Beziehungen und uns selbst zurückgeworfen zu sein. Wir hatten die Chance, gemeinsam auszuhalten und das Zusammensein zu genießen, ohne die üblichen ständigen Reize von einem überholten, starren, globalen System. Es ging nicht mehr darum, immer mehr zu leisten, sondern in die Ruhe zu kehren und zu erkennen, was uns innerlich ausmacht. Wir sind keine Maschinen, sondern ein Teil des großen Lebensmechanismus, genauso verletzlich wie Tiere oder Bäume. Doch die Fähigkeit, diese Zusammenhänge zu erkennen, wurde über die Zeit korrumpiert, sodass wir kaum eine Chance haben, aus dem System auszubrechen. Oft fühlt es sich an, als lebten wir in einer Art Matrix, in einem Gefängnis, das wir uns selbst geschaffen haben. Leistung ist für viele zur Bedingung für Wertschätzung geworden, ein Lebensstandard, der über 70% der Menschheit belastet und nicht mehr wirklich funktioniert. Ich möchte das Thema emotionale Nacktheit mit Hilfe von psychologischen Modellen und Konzepten wie der Psychosynthese mit unserem Cosmic Links verdeutlichen. Die herkömmlichen psychologischen Schulen haben in verschiedenen Bereichen hilfreiche Erkenntnisse hervorgebracht, die aber manchmal an ihren Grenzen der jeweiligen Schule strecken geblieben sind und daher als allgemeingültig für alle erklärt wurden. Hier ein paar relevante Modelle, die ich für dieses Thema herausgearbeitet habe. Wir beginnen mit dem wichtigsten Abteil der Psychosynthese. Von dort geht in der Psychosynthese alle Theorie weg. Und zwar das I-Modell. Das I-Modell beschreibt die Bildung unserer Persönlichkeit sowie auch unsere Wahrnehmung im Inneren sowie auch im Äußeren. Nach Roberto Assagioli, demjenigen Herrn, der die Psychosynthese ins Leben gerufen hat, zum gleichen Zeitpunkt wie Sigmund Freud. Also schon sehr, sehr alt. Wir haben die Nummer 1, das untere Unterbewusste. Das sind die elementarischen psychischen Aktivitäten, die fundamentalen Triebe und primitiven Bedürfnisse, wie zum Beispiel Überleben, Essen, Trinken und weiteres. Hier sind alle Aktivitäten beheimatet, die den Körper und dessen Funktion koordinieren, also auch Atmung, Bewegung, all diese Automatismen, die einfach in unserem Körper funktionieren. Alle körperlichen, emotionalen, psychischen, spirituellen Erfahrungen von der Zeugung bis heute. Trauma, komplexe Zwänge, Phobien, Charakterzüge. Die finden wir auch in den anderen Bereichen, jedoch sind sie hier unbewusst verankert. Das sind die Teile, die quasi im Schatten leben. Und Schatten braucht Licht und Licht braucht Schatten. Bis auf die Bedürfnisse und Triebe hat das sehr, sehr viel mit unserer Erfahrung und unserer Erziehung zu tun, was dort in diesem unteren Unterbewussten steckt. Für mich bedeutet das, ist das untere Unterbewusste. Dann haben wir das zweite, das ist das mittlere Unterbewusste. Psychologische Elemente, die in unserem wachen Bewusstsein enthalten sind und somit leichter zugänglich sind. In diesen Regionen werden verschiedene Erfahrungen integriert. Unsere normalen und imaginären Aktivitäten werden hier in eine Art Verdauungsprozess eingegliedert von einem Menschen. Hier wird das durchgearbeitet, bevor sie mit dem Licht in unseres Bewusstsein hereingeboren werden können. Also die 4/die 5, dazu kommen wir gleich. Dann haben wir die 3, das höhere Unbewusste. Aus diesem Bereich erhalten wir die höheren Intuition und Inspiration, also künstlerisch, philosophisch oder wissenschaftlicher Art, ethische Imperative und den Antrieb zu humanitären und heroischen Handlungen. Hier ist die Quelle höherer Gefühle wie die altruistische Liebe, des Genies und des Zustandes der Kontemplation, der Erleuchtung und Ekstase. In diesem Bereich sind die latenten, höheren psychischen Funktionen und spirituellen Energien beheimatet. Dann haben wir die 4, das Bewusstseinsfeld. Das Bewusstseinsfeld ist die Wahrnehmung durch diese Sinne, und zwar unmittelbar, von Moment zu Moment. Das wechselt wahnsinnig schnell. Und die wechselnden Inhalte des Bewusstseins, also Empfindungen, Gedanken, Gefühle,
Das unmittelbare Bewusstseinsfeld ist relativ klein und unsere Aufgabe besteht darin, dieses nach Möglichkeit zu erweitern, damit wir nach wie vor schneller und bewusster erkennen können, wo wir gerade sind, um dann die Wie-Frage immer besser zu implementieren und behandeln. Dann haben wir die 5, das Ich oder das personale Selbst. Jeder Mensch hat ein Ich, ein Zentrum, einen Mittelpunkt, auch wenn das vielleicht jeder anders wahrnimmt. Aus diesem Bereich heraus können wir unsere Aufmerksamkeit und unser Bewusstseinsfeld lenken. Unser Dozent hätte mal gesagt, das ist so eine Art wie ein Orchester und das Ich ist der Dirigent, der quasi beobachtet und sagt, okay, wir haben das und das, gerade in diesem Bewusstseinsfeld und das nehmen wir jetzt hier rein und handeln, so wie dieser Teil es kennt. Er dirigiert quasi, okay, wir machen jetzt das, wir machen jetzt dies, wir fühlen jetzt das, wir denken jetzt das und so weiter und so fort. Dann haben wir die 6, das höhere Selbst. Das personale Selbst kann als Spiegelung des höheren Selbst betrachtet werden. Das höhere Selbst wird als ein über dem bewussten Selbst liegendes Zentrum erfahren. Es ist die spirituelle Quelle unserer Existenz und das Tor zur universellen Erfahrung und den universellen Energien. Es ist gekoppelt mit der Erfahrung der Einheit. Dann haben wir die 7, der letzte Punkt, das kollektive Unbewusste. Wir sind keine Einzelwesen direkt, sondern ein Teil. Alle sind ein Teil eines großen Kollektivs, eines größeren Ganzen. Da unsere Grenzen nicht abgeschlossen sind, sind wir konstant auch mit dem Kollektiv verbunden und speisen und erhalten vom Kollektiv unbewusste Inhalte in der gleichen Aufstellung wie im individuellen Ei-Diagramm. Es ist ein ständiges Bewegen. Das ist wie, stellt euch einen Strudel im Wasser vor, der hat auch Wasser um sich herum. Er ist jetzt nicht einfach der Strudel und deswegen ist er der Strudel. Er hat das Wasser um sich herum und um ein Strudel zu werden, benötigt er dieses Wasser um sich herum. Das ist essentiell, um überhaupt in Bewegung zu sein und zu bleiben. Ja? Das war das Ei-Modell. Dann haben wir hier noch diese gepunkteten Striche, welche quasi unterstreichen, dass es da nicht einfach fertig ist, sondern dass es die ganze Zeit in Bewegung ist und ineinander reinfließt. Also das ist nicht einfach statisch so, sondern das ist beweglich. Der Energiefluss eines Menschen hängt damit zusammen, wie sehr er sich selbst bewusst ist. Wo das seine Schwierigkeiten sind, wo das er Energie verliert und wo das er Energie gewinnt. Das Ziel ist, dass die Energie fließen kann. Dieser Zustand immer zu haben, ist quasi unmöglich, aber das Ziel ist es ja vor allem in der Psychosynthese immer wieder dahin zurückzukommen und zurückzufinden, um quasi den Automatismus dahingehend zu trainieren, dass es immer einfacher wird. Es ist nicht nötig, dass man das morgen sofort kann, aber es ist nötig, dass man das trainiert. Zum Thema Energiefluss ist wichtig die Gegenübertragung. Oder auch die Übertragung grundsätzlich, aber ich nehme bewusst die Gegenübertragung. Und zwar ist es so, von therapeutischer Sicht her gesehen, wenn ich einen Klienten annehme in meine Stunde und er kommt mit einem unguten Gefühl, dann ist da schon mal ungute Energie im Raum. Also ich nehme das quasi auf, automatisch. Und das ist die Gegenübertragung. Dasselbe, wenn es ihm gut geht. Das heißt, wenn wir das auf die Ebene der Freundschaft oder der Familie rübertransferieren, dann kann das sehr, sehr schnell passieren, wenn man den anderen liebt oder gerne hat, dass man sich dann darauf einlässt und auch dort drin steckt. Und deswegen ist es extrem wichtig, immer wieder zu sich selbst, zu diesem Ich, welches wir gerade im Ei-Modell miteinander diskutiert haben, zurückzufinden, um von dort aus zu reagieren. Bewusst. Weil, will ich jetzt quasi auch traurig sein oder nicht? Möchte ich dem Menschen Unterstützung bieten oder nicht? Das ist immer eine Frage vom Bewusstsein meiner selbst. Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, kann ich das auch nicht entscheiden. Und die Entscheidung ist essentiell. Will ich mit dem anderen Menschen traurig sein und das aushalten? Ja oder nein? Wenn nein, kann ich ihm das auch sagen. Hey, guck mal, ich merke, es geht dir so und so. Ich habe das jetzt aufgenommen, aber ich bin im Moment nicht dazu befähigt. Es braucht auch nicht unbedingt Gründe. Wenn euch das hilft am Anfang, könnt ihr die immer noch anfügen, aber es braucht keine Gründe, weil es ist in Ordnung.
Nicht jeder ist zu jeder Zeit bereit, irgendwo Energie zu investieren, wo er sie vielleicht gerade nicht hat. Das ist in Ordnung. Und Kommunikation macht uns dieses Offene dem anderen gegenüber überhaupt möglich. Ja. Das ist sehr wichtig. Gegenübertragung findet den ganzen Tag statt. Von mir zu euch, von euch zu mir. In verschiedenen Räumen wie Bus, Bahn, Restaurant. Es sind die ganze Zeit Energien um uns herum. Und wenn wir nicht den Punkt in uns finden, dorthin kehren zu können, wo wir uns gut fühlen, dann wird es schwierig. Dann sind wir die ganze Zeit affected. Wollen wir das? Ich wollte es nicht. Deswegen bin ich da. Um das, was ich in meinem Leben erlebt habe, mit diesen Theorien, mit praktischen Ansätzen und an euch weiterzugeben. Was ihr damit macht, ist euer Ding. Das ist nicht meine Entscheidung. Meine Entscheidung war, ich möchte gerne mein Wissen in die Welt tragen. Auch wenn das vielleicht nicht jedem passt. Oder nicht jeder vielleicht auf Anhieb verstehen kann. Das ist in Ordnung. Weil es ist mein Leben, es ist meine Entwicklung. Bei Roberto Assagioli war es immer wichtig zu erwähnen, beziehungsweise in der Psychosynthese ist es immer wichtig zu erwähnen, dass ein Schemata oder ein Diagramm nicht auf jedes Individuum so simpel anwendbar ist. Es ist ein Richtwert, an welchem man sich orientieren kann, wenn man möchte. Um dieses Thema anschaulicher zu gestalten, möchte ich meine persönlichen Erfahrungen mit emotionaler Nacktheit teilen. Lange Zeit gab ich meiner Familie, besonders meinem Vater, die Schuld an meinen intensiven Gefühlen. Ich habe Emotionen anders ausgedrückt als der Rest meiner Familie, empfand sie anders und oft waren sie überfordernd für mich und das Umfeld. Ich bin in eine Familie hineingeboren, in der Emotion nicht besprochen, sondern lieber mit verschiedenen Mitteln betäubt worden ist. Ich wünschte mir oft, dass mir jemand zuhören und mich wenigstens versuchen würde zu verstehen. Mir ging es nicht um eine Lösung, sondern um das Gefühl, verstanden zu werden. Doch weil ich frisch auf dieser Welt war, musste ich all diese Eindrücke und Reize allein verarbeiten. Als aktives Kind habe ich das lange versucht und oft wurde ich dabei klein gemacht. Durch Aussagen und Energien wie „Hör auf zu weinen, was ist los mit dir? Das ist doch alles gar nicht so schlimm. Sei endlich still, hör auf zu übertreiben." Nach etwa 7 Jahren hielt ich das nicht mehr aus und begann mich zu verschließen und im Außen nach Veränderung zu suchen, da mir klar kommuniziert worden ist, dass mein Weg offenbar nicht funktioniert. Mein emotionales Ventil, das ich gebraucht hätte, wurde mir durch die Vermeidung eines echten, authentischen, emotionalen Gesprächs entnommen. Lange Zeit schob ich daher die Schuld auf das Außen, weil mir nie gezeigt wurde, dass es Menschen geben könnte, die wirklich an meinem Innenleben interessiert sind. Weil es nicht in die systematische Norm passt. Also gab ich auch meinem Innenleben weniger und weniger Aufmerksamkeit. Ich habe das nun mal so gelernt. Mein gesamter Weg bis heute ist von dieser Tatsache geprägt. Ich habe mein ganzes Leben bis zu meinem 21. Lebensjahr gedacht, das kann so nicht weitergehen. Woher kommt das? Ich will das überhaupt nicht. Ich will nicht so sein. Ich möchte glücklich sein. So begann ich zunächst unbewusst und dann bewusst den harten Weg der inneren Heilung anzustreben. Um diese emotionalen Themen zu verarbeiten, braucht es viel Bewusstheit und Aufmerksamkeit. Das ist der Kern der Heilung. Nur wenn ich mir bewusst werde, was wann passiert und wie ich genau darauf reagiere, bin ich in der Lage, Veränderung zu bewirken. Das ist jedoch meine Erfahrung, die ich hier teile. Ich habe hierzu einige verschiedene unterstützende Methoden für die Heilung dabei, welche mir durch meine persönlichen Zeit geholfen haben. Vielleicht, wenn du mutig genug bist, etwas davon aktiv auszuprobieren, hilft es auch auf deinem Weg. Wenn nicht, verzeige nicht, deine eigenen Methoden zu kreieren oder weitere auszuprobieren. Ich habe also im praktischen Sinne ganz viel verschiedenste Sachen ausprobiert und auch gemacht. Ich nenne euch jetzt einige, das sind nicht annähernd alle, Möglichkeiten zur emotionalen Nacktheit, diese zu trainieren, nach außen zu bringen, um sie dann im Umfeld dementsprechend zu deponieren. Zum Teil ist das auch ein Austausch, weil wir Menschen sind soziale Wesen, so wie fast jedes Lebewesen auf diesem Planeten, und benötigt den anderen Menschen, um überhaupt in diesen Austausch zu kommen, um andere Blickwinkel zu erreichen. Vor allem jetzt um Weihnachten rum ist es ein großes Thema, allein sein, nicht allein sein.
Und es ist nun mal ein Fakt, dass Menschen, die alleine sind oder sich alleine fühlen, Probleme in ihrem Leben haben, ne? Weil sie nie zu ihrem eigenen Herzen in die Mitte gefunden haben und so nie gelernt haben, wirklich in die Connection mit dem anderen einzutauchen. Die praktischen Beispiele sind also Kommunikation mit dem Außen, um eigene Grenzen und Grenzen des Umfelds zu erkennen. Somit lernte ich auch, wer in mein Leben passt und wer nicht, wer mich positiv unterstützt und wer nicht. Ich habe danach Menschen gefunden, welche eine gewisse Grenzschwelle haben, die ich benötige, um zu wachsen. Gleichzeitig ist es ja auch ein Fakt, dass das, was wir nach außen geben, kommt auch zu uns zurück. Also das Gegenüber, bei welchem ich mich wohlfühle, fühlt sich meistens auch wohl bei dir, beziehungsweise in dem Falle bei mir. Dann haben wir den Punkt, dass ich diese Schwierigkeiten durch viele, viele Hürden und viel Mut in der Familie angesprochen habe. Dann habe ich hier ein kleines Bildchen dazu für euch auf Paint gemalt. Und zwar ist das folgendermaßen: Wenn man Schweres deponiert beim anderen, dann wird das Ganze nicht mehr so schwer, weil man es ja nach außen bringt. Zumindest hat es mir in dem Falle enorm geholfen, weil ich auch automatisch nicht immer Verständnis von meiner Familie erhalten habe, aber zumindest das Gefühl, dass sie es verstehen möchten. Und mit der Zeit kam das dann automatisch. Das Gegenteil davon ist, wenn man Gutes auch deponieren will und tut, dann wird das Positive größer, weil wir Menschen haben die Tendenz, oder ich in meinem Leben habe die Tendenz, dass ich Sachen, auf die ich stolz sein darf, nicht so schnell anerkennen kann. Und wenn ich dies nach außen bringe, dann wird dieser Stolz von außen gehoben, weil ich bin damit ja nicht mehr alleine. Ich habe es auf den Boden gebracht, half mir enorm, erst recht in der Familie, weil das ein Hauptthema lange, lange in meinem Leben war, um Verständnis nach und nach aufzubauen für beide Seiten. Das ist jetzt der wichtige Punkt. Es ist immer für beide Seiten. Es bringt gar nichts, wenn ich mich auf mich fokussiere und mein Umfeld nicht beachte und bedenke. Sie haben auch Gefühle. Sie haben auch nur immer das Beste in ihrem Leben gemacht, um das Positive voranzutreiben. Und wie man es kennt, man kann es nicht immer allen recht machen. Ich war ein für meine Familie spezielles, ein anstrengendes Kind und war daher nicht zufrieden und habe mich in meinem Erwachsenenleben darum bemüht, dass ich zufrieden werde. Dann habe ich geführte Meditationen in der Ausbildung sehr, sehr hilfreich empfunden, weil ich die Tendenz habe, Kontrolle haben zu wollen, mental. Und die geführten Meditationen haben dazu geführt, dass ich loslassen konnte. Viele sagen auch immer, oh, Meditation ist mir zu anstrengend oder ist mir zu langweilig und so weiter. Da kommen schon wieder Gefühle hoch. Die Meditation ist genau dafür gedacht, nichts zu fühlen, nichts zu denken. Einfach diese Energie, die wir vorhin in der Theorie besprochen haben, fließen zu lassen. Ohne sie zu bewerten. Ohne den menschlichen Hintergrund, dass etwas gut oder schlecht sein kann. Weil es ist in Ordnung, so oder so. Es ist deine und meine, in dem Fall, innere Wahrheit, die kein anderer beschreiben werden kann. Dann habe ich euch in der Beschreibung noch Links zu verschiedenen Meditationen oder Beschreibungen zu verschiedenen Meditationen, die ihr gerne ausprobieren könnt und dürft. Und für mich war all dies möglich. Na, das hat sehr, sehr viel mit Handlung zu tun, in die Welt treten, kommunizieren und so. Für mich war das möglich, weil ich der Wille-Typ bin. Ich bin ein Mensch, der schon immer einfach gehandelt hat. Also ich bin ein Macher und mach einfach. Auch wenn mein Hirn vielleicht was anderes sagt und auch wenn ich vielleicht mal jemanden verletzen könnte, was zum Leben gehört. Ich wurde ja auch verletzt und bin deswegen an diesen Punkt gekommen. Und im Gegenzug zum Wille-Typ gibt's halt auch den Liebestyp. Darauf kommen wir aber in einem anderen Podcast, was das bedeutet, wie das miteinander zusammenspielt, dass man beides
üben kann und trainieren kann und dass keines von beidem ein effektives Gefühl ist, sondern ein Zustand, in dem man sich befindet. Genau, das war zum praktischen Teil und nun gehen wir Richtung Ausstieg. Dementsprechend danke, dass ihr heute bei der Episode 1 mit dabei wart und euch auf das Thema emotionale Nacktheit eingelassen habt. Wir haben uns heute damit auseinandergesetzt, wie wichtig es ist, Veränderungen nicht nur im Außen zu suchen, sondern hauptsächlich in uns selbst und inwiefern Kommunikation und inneres Wachstum dazu beiträgt. Denkt daran, dass dieser Weg der Heilung ein persönlicher Prozess ist. Jeder Schritt, egal wie klein, bringt dich weiter. Wenn ihr Gedanken oder eigene Erfahrungen teilen möchtet, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Im nächsten Videopodcast wird es um systematischen Druck gehen und darum, wie wir lernen können, uns selbst darin zu finden und zu fügen. Oder welche Optionen wir haben. Wann dieser released wird, wird dann mein Fuß angepasst. Daher nehme ich mir vorerst einen 2-monatlichen Release-Rhythmus vor. Bis dahin, passt gut auf euch auf und bleibt neugierig auf euren Wegen. Vielen Dank und bis zum nächsten. Eure Source Akaniki. Peace. Leider konnte ich aufgrund meines Cyborg-Schuhfreundes, den ich beim Laufen tragen muss, meine Lynx-Animation für den Theorieteil nicht beenden, anfangen, so wie ich es gerne gehabt hätte, oder implementieren. Daher die Info jetzt noch an euch im Abspann von Episode 1. Stay tuned und danke fürs Dabeisein. In liebsten Herzen und genießt den Start ins neue Jahr. Eure Source Akaniki.